Hallo meine Lieben, willkommen zu einem neuen Video von Stricken mit Calypso. Ich bin Calypso und ich habe euch länger schon kein Update gegeben, was gerade bei mir so passiert, auf diesem Channel passiert ist und noch passieren wird. Deswegen mache ich das heute und im Zuge dessen zeige ich euch noch 2 Projekte, an denen ich gerade arbeite oder die ich gerade fertig gemacht habe. Und ja, ich steige direkt ein. Ich freue mich sehr, dass ihr da seid. Ich habe in den letzten Monaten ganz viele Interviews gemacht und war in Kopenhagen viel unterwegs, in Dänemark und habe einige Wolleläden besucht und die Inhaberin von diesem Wolleläden interviewt. Ganz ähnlich wie ich es in Berlin gemacht habe, habe ich es in Kopenhagen gemacht. Diese Interviews sind natürlich auf Englisch, weil ich kein Dänisch spreche. Und die meisten von meinen Zuschauern hier auf diesem Channel glaube ich auch nicht. Englisch liegt da schon etwas näher. Die Videos sind hier auf diesem Channel verfügbar. Es sind 2 Videos, in denen ihr insgesamt 5 Interviews und ich glaube 8 Wolleläden euch angucken könnt, die es in Kopenhagen gibt. Kopenhagen ist super schön. Ich war da zum ersten Mal und vielleicht fliege ich da noch ein zweites Mal hin, um noch mehr Interviews zu machen. Die Interviews aus Kopenhagen sind auch auf meinem Channel auf Englisch verfügbar. Ja, ihr habt richtig gehört, ich habe einen Channel auf Englisch angefangen, damit ich die Sprachen ein bisschen trenne. Ich habe beobachtet, dass es bei anderen Channels kein Problem ist, wenn man auf dem Channel die Sprachen mischt, aber bei mir scheint der Algorithmus das einfach nicht zu wollen und die Videos dann auch nicht vorzuschlagen. Ich weiß nicht, wie YouTube sich das dann ausdenkt, welche Channels gepusht werden, obwohl sie auf mehreren Sprachen sind oder gerade weil sie auf mehreren Sprachen sind und welche Channels nicht. Ich habe leider das Pech, dass wenn ich Videos auf anderen Sprachen auf meinem Channel teile, dass ja, die einfach nicht gepusht werden von YouTube und ich dann auch Abonnenten verliere. Woran das liegt, ja, ob es nur an YouTube liegt, weiß ich jetzt nicht genau. Aber deswegen habe ich gedacht, ich gehe doch wieder zu dem alten Modell zurück, dass ich meine Videos auf Französisch auf meinem Channel auf Französisch poste, dass ich einen neuen Channel auf Englisch gestartet habe und klar, hier weitermache auf dem Channel auf Deutsch. Hier passiert auch am meisten und so wird es auch weitergehen. Ich habe in letzter Zeit auch gar keine Videos auf Französisch gemacht, muss ich mal wieder eins machen. Und ja, ich war in letzter Zeit ganz viel reisen. Ich war 4 Wochen in Japan. Das war richtig, richtig toll. Ich habe nämlich 2015, das ist jetzt 10 Jahre her, mein Auslandssemester in Japan gemacht, in Tokio. Und vor 2 Jahren ist eine Freundin von mir, eine Freundin aus Frankreich, nach Tokio umgezogen. Und deswegen habe ich sie besucht und mir einen kleinen Traum erfüllt, eine schöne Reise durch Japan zu machen. Und da werden noch einige Videos kommen. Vielleicht habt ihr auch gesehen, dass ich meinen Channel jetzt umbenannt habe auf Stricken und Reisen mit Calypso. Ich verbinde die Reisen immer mit Handarbeiten und mit Stricken. Handarbeiten, die es vor Ort gibt, zum Beispiel, wie ich das in meinen Videos aus Mexiko mache, dass ich in Mexiko auf die Suche gehe nach Handarbeiten, die traditionell sind für Mexiko und das dann vorstelle in meinen Videos. Und ja, ich reise super gerne und ich bin ja auch Deutsch-Mexikanerin, deswegen ja, gibt es auch einfach Videos über Mexiko auf meinem Channel. Und jetzt war Japan mal dran. In Japan war ich auch in einigen Wolle-Läden und habe da auch ganz viel Videomaterial aus Japan mitgebracht. Das heißt, es werden noch einige Videos kommen auf diesem Channel hier auf Deutsch, wo ich Wolle-Läden aus Japan vorstelle, zeige und ja. Einfach traumhaft schön, richtig, richtig toll und ich werde auch noch euch noch die Garne zeigen, die ich aus Japan mitgebracht habe, die auch richtig schön sind. Genau, das ist so ein kleines Update von mir und ich zeige euch noch schnell oder nicht so schnell die 2 Projekte, die ich in letzter Zeit fast fertig gemacht habe. Ich hatte vor meiner Reise nach Japan nur noch so 2-3 Wochen übrig, aber nichts mehr auf den Nadeln. Deswegen habe ich mir gedacht, ich gönne mir ein paar Knäuel von diesem Isaga Garn. Das ist Baumwolle und Leinen gemischt, ein super schönes Garn und auch eine ganz hübsche Farbe.
und stricke mir damit einen Sommertop, weil Sommertops gehen schnell, habe ich in 2-3 Wochen auf jeden Fall fertig gestrickt. Und wenn der Sommer vorbei ist, dann macht es nichts, weil ich trage meine Sommertops im Winter immer drunter als Unterhemd. Deswegen habe ich einfach einen Sommertop angefangen und ich habe Vorderteil und Rückenteil auch schon fertig. Vorderteil und Rückenteil sind im Grunde identisch, nur dass hier beim Vorderteil der Halsausschnitt vorne ein bisschen tiefer ist. Ich habe im Halsausschnitt hier ein schönes Dreieck in Kraus rechts gestrickt und dann eine kleine Spalte in der Mitte runtergestrickt in Kraus rechts. Der Rest ist glatt, aber hier in der Mitte sieht man eben die Kraus rechts Maschen. Ich glaube, das sind 3 oder 4 Maschen Kraus rechts und hier unten ein breites Bündchen in Kraus rechts. So, das ist das Top. Hier ein paar Maschen zugenommen für die Armausschnitte und hier an den Trägern habe ich oben einen provisorischen Maschenanschlag gemacht. Ja, das heißt, ich habe das Top von oben nach unten gestrickt, ähnlich wie meine Sommertops Cerise, Maracuja und Limon. Genau, nur dass ich das dann durchgehend flach gestrickt habe und nicht in der Runde gestrickt habe, weil ich hier noch ein paar Zentimeter, glaube ich, brauche an den Seiten. Das Rückenteil ist praktisch identisch, nur ein bisschen höherer Halsausschnitt. Und jetzt muss ich noch beide Teile hier vereinen und werde wahrscheinlich an den Kanten hier ein paar Maschen aufnehmen und dann horizontal stricken. Kraus rechts und hier 1-2 cm hinzufügen, damit es weit genug ist und ich da gemütlich reinpasse. Genau, das habe ich gestrickt, bevor ich nach Japan geflogen bin und ich habe das jetzt noch nicht fertiggestellt, weil ich mit dem Garn, was ich davon noch übrig habe, schon was Neues angefangen habe. Aber ja, genau, da muss ich hier noch ein paar rein stricken und dann wandert das Knäuel, dieser Rest, wieder zurück zu dem Top. Das Projekt, was ich hier auf der Nadel habe, das zeige ich euch auf meinem Channel auf Englisch. Da möchte ich einen Vlog machen, wo ich eben ein Projekt aus Resten mache und euch zeige, wie ich da vorgehe mit den Resten, wie ich das stricke. Und ja, genau. Deswegen, wenn ihr wissen wollt, welche Garne ich da noch verwende, ich füge euch einfach ein Foto ein von den Garnen, die ich hier verwende für dieses Top hier. Da sind ganz viele Reste und auch ein bisschen was Neues aus Japan mit dabei. Wenn ihr das mitverfolgen wollt, diesen Vlog, dann schaut gerne auf meinem Channel auf Englisch vorbei. Geht da abonnieren. Und dann habe ich noch diesen Sommer eine letzte Bluse fertig gestrickt. Die habe ich euch bestimmt mehrmals gezeigt schon und auch ein Demo-Video mal gemacht gehabt von dem Lace-Muster hier. Von diesem richtig, richtig schönen Lace-Muster. Schaut euch nur dieses wunderschöne Lace-Muster an. Dieses Garn ist von Felici Punto, das ist Mohair und das hier ist ein ziemlich luxuriöses Garn. Ich glaube Leinen, Seide und ich weiß nicht mehr, was da noch drin ist. Und die Bluse ist super, super schön geworden. Ich finde sogar, der Style könnte ein bisschen japanisch sein. Genau, wenn ihr genau wissen wollt, wie ich das gestrickt habe, habe ich schon in einigen anderen Videos vorher erzählt, könnt ihr gerne gucken gehen. Ich habe auf jeden Fall mit dem Rücken angefangen. So sieht der Rücken aus. Und dann habe ich diese 2 Vorderteile hier unten gestrickt. Die habe ich dann horizontal gestrickt, also in eine andere Richtung. Das heißt, hier an der Seite Maschen aufgenommen, nach da dieses Teil gestrickt. Hier an der Seite Maschen aufgenommen, nach da dieses Teil gestrickt und verkürzte Reihen gemacht, weil vorne hier, wie ihr seht, kann ich da meinen Bauchnabel zeigen. Das ist mit verkürzten Reihen entstanden und dann hier oben eben Maschen aufgenommen und dann hier vorne dieses Teil an der Brust dann gestrickt.
Ich füge euch ein paar Fotos ein von dieser Bluse, die ich finde sehr, sehr schön gelungen ist. Zwischendurch war ich mir jetzt nicht so sicher und war nicht so ganz überzeugt und wusste nicht so genau, wird mir das gefallen, wird es gut passen, wird es gut aussehen. Aber jetzt bin ich schon ziemlich zufrieden damit. Und ich finde, dass sie super elegant geworden ist. Aber ich muss wahrscheinlich bis zum Frühjahr nächstes Jahr warten, um die wieder zu tragen. Oder ich kann auch einfach ein langärmeliges Oberteil darunter tragen. Dann kann ich das jetzt auch im Winter tragen. Ich finde sie super, super elegant. Ich war mir ein bisschen unsicher, ob es mir gefallen wird, ob es gut passen wird. Aber am Ende war ich doch sehr zufrieden mit diesem Teil, das ich improvisiert habe, denn ich improvisiere gerne meine Projekte. Stichwort Projekt improvisieren. Ich habe eine Weihnachts-Challenge geplant und möchte ab dem 29. November auf diesem Channel hier mit dieser Weihnachts-Challenge beginnen. Und da freue ich mich schon sehr drauf. Auf meinem Instagram habe ich schon ein bisschen was verraten und schon zum Teil die Garne gezeigt, die ich für diese Challenge verwenden werde. Ihr könnt bei dieser Challenge auch mitmachen. Es wird eine Art Adventskalender werden und ihr könnt da gerne mitstricken. Mehr verrate ich nicht. Deswegen müsst ihr diesen Kanal abonnieren, um diese Adventskalender-Challenge, Weihnachts-Challenge auf keinen Fall zu verpassen. Natürlich geht es ums Stricken. Ich lade euch ein, alle meine Videos übers Stricken zu schauen und natürlich auch über meine tollen Reisen und Handarbeiten, die in anderen Ecken dieser Welt gemacht werden, die sehr, sehr schön sind. Und ja, neue Kulturen zu entdecken, mit mir immer durch die Brille der Handarbeiten, durch die Brille des Strickens, mit mir zusammen zu stricken und zu verreisen. Und deswegen sage ich bis zum nächsten Video. Ciao!